Hallo, da bin ich wieder. In den letzten Jahren habt ihr mir ja schon das eine oder andere kuriose Thema vorgeschlagen, aber mit Abstand am häufigsten wurde mir gesagt, Marvin, man kann online den echten Führerschein kaufen, ohne Prüfung, ohne zur Fahrschule zu gehen und dann darf man einfach drauf losfahren. Egal ob auf TikTok, Instagram, Telegram oder sogar auf eigens dafür programmierte dubiose Webseiten kann man das Ding wohl kaufen. Bislang habe ich immer gedacht, ach, da wird man eh nur gescammt, aber wenn so viele mir das schreiben, dann muss da doch was dran sein. Und ich sag mal so, Detektiv Marvin legt wieder los. Steuern machen nur selten Spaß, aber Geld vom Staat zurückbekommen, das lohnt sich. Und das funktioniert mit Steuerbot so einfach wie nie zuvor und das auch noch pünktlich bis zur Steuerfrist am 31. Juli. Die App ist die clevere Lösung für alle, die ihre Steuererklärung in etwa 20 Minuten erledigen wollen. Und das natürlich ohne Vorwissen, ohne Papierkram und vor allem ohne Stress. Das Ganze funktioniert direkt auf deinem Smartphone und ist so ähnlich aufgebaut wie ein Chat bei WhatsApp. Steuerbot stellt dir einfache Fragen und führt dich Schritt für Schritt durch die ganze Anleitung und am Ende brauchst du nur ein einziges Dokument, nämlich deine Lohnsteuerbescheinigung. Und die bekommst du jedes Jahr von deinem Arbeitgeber. Und das Beste daran, du kannst die gesamte Erklärung erstmal komplett kostenlos ausfüllen und prüfen lassen. Und erst wenn du sie wirklich abgeben möchtest und sich die Erstattung wirklich für dich lohnt, erst dann kostet sie mit meinem Code Marvin nur 34,99 €. Übrigens, im Schnitt gibt es 1172 € zurück. Und du kannst das Ganze auch noch 4 Jahre rückwirkend einreichen. Das heißt, wenn du noch nie deine Steuererklärung abgegeben hast, kann da richtig was für dich rausspringen. 4 mal 1172 €? 4.688 €. Kein Witz. Bei Fragen hilft dir der Support von Steuerbot innerhalb von 24 Stunden garantiert. Und dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass die App im App Store auf 4,8 Sterne kommt und das bei einer Bewertung von über 48.000 Menschen. Also jetzt noch schnell bis zum 31.07. deine Steuererklärung mit Steuerbot machen. Den Link dazu findest du natürlich in der Infobox oder du scannst einfach hier den QR-Code ein und denk dran, bei der Abgabe auch meinen Code Marvin zu verwenden. Willkommen bei Blues Clues, blau und schlau. Ich erkläre euch heute mal, wie illegaler Handel im Internet funktioniert. Egal ob Drogen, Waffen oder eben gefälschte Dokumente. Die Herangehensweise ist zu 90% gleich. Man wird über Social Media geködert, schreibt dann über WhatsApp, Signal oder Telegram und soll einfach nur schnellstmöglich bezahlen. Meistens mit Krypto. Die richtig dreisten Dealer bieten aber mittlerweile sogar normale Überweisungen an. Die Konten gehören dann oft Menschen, die davon gar nichts wissen. Entweder weil sie mit geklauten Daten eröffnet wurden oder weil die Kontoinhaber dachten, sie machen bei einer Marktforschung mit, bei dem sie den Service einer Bank testen sollen. Und die Karten, die haben sie dann den Betrügern überlassen. Zurück zum Dealer. Der verspricht dir natürlich allerfeinste Ware und belabert dich immer nach dem gleichen Muster. Er hat die beste Qualität, alle anderen sind Scammer und du wirst es sicher nicht bereuen. Sobald du dann zahlst, wirst du einfach blockiert und bist dein Geld los. Nachverfolgen? Zwecklos. Anzeige? Schwierig, weil du ja selbst was Illegales kaufen wolltest. Genau deshalb habe ich dieses Thema auch so lange außen vor gelassen. Aber es haben sich so viele von euch das gewünscht, dass ich heute aus rein journalistischen Gründen probiere, ob man den originalen Führerschein kaufen kann, ohne jemals zur Fahrschule gehen zu müssen. Den ersten Händler, den habe ich auf TikTok entdeckt und der hat direkt in seiner Biografie mal seine Telefonnummer angegeben und dem habe ich jetzt mal über WhatsApp geschrieben und die Antwort, die ließ nicht lange auf sich warten. Ich habe geschrieben, hey, ich habe eure TikTok-Werbung gesehen und habe Interesse. Wie läuft das Ganze denn ab? Da wurde mir gesagt, folgen Sie einfach Schritt für Schritt den Anweisungen, wenn Sie wirklich einen Führerschein von uns erhalten möchten. Welche Führerscheinklasse benötigen Sie? Da habe ich gesagt, meine Freundin, die braucht einen normalen in der B-Klasse. Wie viel kostet das Ganze denn? Und da wurde mir direkt der Preis gesagt, 1.600 €. Tatsächlich viel teurer, als ich ursprünglich gedacht hätte, kommt ja schon fast an einen normalen Führerschein ran. Und mir wurden auch direkt mal Beispiele mitgeschickt von angeblichen gefälschten Führerscheinen, die ausgestellt haben. Und da muss ich echt sagen, das kann sich sehen lassen. Wenn ich so eine gefälschte Karte wirklich zugeschickt bekomme, dann bin ich schwer erstaunt. Ich habe mal gefragt, welche Daten sie denn jetzt von mir benötigen und da wurde mir eine ganze Liste geschickt, nämlich der Nachname, der Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse, Führerschein, Genre, was auch immer das sein soll, Foto im 4x4 Format und eine Unterschrift. Ich könnte einfach auf einem weißen Blatt unterschreiben und davon ein Foto schicken. Und da würde ich sagen, fackeln wir nicht lange, machen wir das doch einfach mal. Ich habe dem Anbieter jetzt all meine Daten geschickt und habe mich dieses Mal auch wieder als Frau ausgegeben, weil ich natürlich meine persönlichen Daten da ungern hinschicken würde. Und habe gesagt, ich heiße Mavi Wiehagen, bin geboren am 1.3.2000 und meine Adresse habe ich hingeschickt und die Führerscheinklasse. Und darauf kam eine etwas ungewöhnliche Antwort, nämlich okay, der Personalausweis, Fragezeichen.
Der wurde bis eben noch gar nicht verlangt. Ich weiß auch nicht, wofür sie das brauchen. Meine erste Vermutung ist allerdings, dass sie natürlich ein Foto von meinem Personalausweis für sich missbrauchen könnten als Proof für andere Kunden. Von wegen, hey, guck mal, diesen geilen Personalausweis, der super echt aussieht, den haben wir erstellt. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal geschrieben, das traut sich meine Freundin nicht, will sie nicht geben, geht's auch ohne. Und da war die Antwort, ja. In den vergangenen Minuten habe ich noch mal ein paar Mal mit dem Händler hin und her geschrieben und ich muss sagen, dass der Ton irgendwie zunehmend unseriöser wird. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen, als würden sie einen Translator benutzen. Du wirst heute tun und jetzt hoffe ich, Fragezeichen, Zahlung sofort, Punkt. Sie können es auf ein italienisches Konto tun, Fragezeichen. Sie werden zunächst 800 € auf diesem Konto verdienen. Das klingt alles ja mega unseriös, als ob das irgendwelche Betrüger sind, die im Ausland sitzen. Nichtsdestotrotz habe ich das Spiel mal mitgespielt und habe mir die Bankdaten geben lassen. Und es ist tatsächlich ein ganz normales deutsches Konto bei Trade Republic. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, läuft alles mittlerweile über Krypto. Aber irgendwie haben diese wahrscheinlich Betrüger es geschafft, sich ein deutsches Konto zu ergaunern. 1600 € soll der gesamte Führerschein kosten. Die Hälfte sollte ich jetzt schon im Vorhinein anzahlen, um dann eine Vorschau zu erhalten. Ich bin aber nicht doof. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das Geld überweise, die mich einfach blockieren und Feierabend. Deswegen habe ich sie erstmal runtergehandelt von 800 € auf 200 €, damit ich nicht so ganz in Vorkasse gehe. Und schwuppsiwupps habe ich die Vorschau von meinem angeblich gefälschten Führerschein bekommen. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Es ist wirklich ganz katastrophal. Statt der ausstellenden Behörde auf diesem Führerschein steht einfach meine Versandadresse. Die ganzen Schriften sind verschieden groß, es sind verschiedene Schriftarten. Die Unterschrift auf diesem Führerschein ist in Kulifarbe. Mein Plan ist jetzt folgender. Ich werde denen natürlich trotzdem weiter vorspielen, dass das alles ganz super ist. Werde sagen, ich werde jetzt die zweite Zahlung vornehmen. Dann werde ich einen Screenshot von der angeblich zweiten Zahlung denen schicken. Diesen Screenshot werde ich aber verwanzen mit einem kleinen IP-Logger, denn mein Ziel ist es natürlich herauszufinden, wo diese Betrüger sitzen. Mal gucken, ob sie sich darauf einlassen und mal gucken, ob sie auf meinen Link draufklicken. Mein Plan ist aufgegangen, sie haben auf meinen IP-Logger draufgeklickt und mir wird angezeigt, sie sitzen vermutlich in Kamerun. Überraschung, Überraschung. Hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, dass dieser Scam von so weit hier in Deutschland vorgespielt wird. Nichtsdestotrotz würde mich natürlich mal interessieren, was für Strukturen dahinter sind. Kann ich mir das vorstellen wie ein riesiges Callcenter? Die einen machen irgendwie DHL-Betrug, die anderen schicken Fake-SMS raus und die hier verkaufen eben gefälschte Führerscheine. Deswegen habe ich mir gedacht, rufe ich da einfach mal an und bin gespannt, wer da so rangeht. Ja, ich glaube, das Ganze hat keinen Zweck, es geht niemand dran. Ich muss aber auch sagen, es überrascht mich nicht sonderlich, weil wenn jemand per FaceTime rangehen würde, dann würde ich natürlich auch deren Gesicht sehen und vielleicht sogar erkennen können, von wo aus diejenigen arbeiten. Und sie wollen ja den Schein bewahren, dass das Ganze eine seriöse Agentur aus Deutschland wäre. Dafür ja auch das deutsche Bankkonto und die deutsche Nummer. Ja, dementsprechend werden wir niemals herausfinden, ob es das große Callcenter ist oder der arme Tropf, der einfach nur ein bisschen Kohle machen will. Ich werde es einfach mal mit der nächsten Plattform probieren. Den zweiten Anbieter, den habe ich auf Instagram gefunden. Den habe ich auch direkt mal über WhatsApp kontaktiert und mir wurde direkt gesagt, dass der Führerschein dort 1020 € kostet. Warum nicht glatt 1000 €? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall weitaus günstiger als unser erster Anbieter und nochmal viel günstiger als ein echter Führerschein. Das heißt, es könnte sich hier im Zweifel lohnen. Als Beweis dafür, dass er liefert, hat er mir auch wieder ein paar Proofs geschickt von angeblichen Kunden von ihm. Dieses Mal im Vergleich zum ersten Anbieter aber nicht mal gepixelt. Das heißt, ich sehe hier die ganzen kompletten persönlichen Daten eines Kunden von ihm, inklusive Unterschrift, Adresse, Führerscheinnummer und hast du nicht gesehen. Ich habe eben die Daten zur Überweisung bekommen, denn auch dieses Mal soll ich auf ein deutsches Konto überweisen. Ich frage mich wirklich, wie die das hinbekommen, dass deutsche Bankbehörden da irgendwie nicht nachkommen, das Ganze zu überprüfen. Der Anbieter kann da wahrscheinlich gar nichts für, aber auch dieses Mal ist es wieder ein Konto bei Trade Republic. Und auch dieses Mal ist der Plan folgendermaßen: Ich werde diese Überweisung tätigen, um den Betrüger anzufüttern, um ihn am Haken zu haben, werde davon einen Screenshot verschicken, den wieder mit einem IP-Logger versehen, um herauszufinden, wo die Betrüger sitzen. Während wir beim ersten Mal noch auf die IP-Adresse vertrauen mussten, sehen wir jetzt auf 2100 Meter genau den Standort. Es wird natürlich aber nicht so leicht sein, die vor Ort ausfindig zu machen, denn das Ganze befindet sich in Douala, das ist die größte Stadt Kameruns. Das heißt, auch diese Betrüger sitzen wieder in Kamerun. Und auch dieses Mal werde ich wieder probieren, die zu erreichen, um mal zu schauen, ob es ein großes Callcenter ist oder ob es der einzelne traurige Tropf ist. Okay, auch dieses Mal geht keiner ran, aber ich bekomme direkt eine WhatsApp hinterher. Es tut mir leid, Anrufe sind leider nicht erlaubt. Ja, ich glaube, die versuchen wirklich wieder allen Anschein zu wahren, dass es eine professionelle deutsche Agentur ist. Ja, ich weiß, dass sie in Kamerun sitzen und ich weiß leider auch, dass mein Geld weg ist. Ich hoffe, bei der dritten Methode über Telegram wird es ein Erfolg.
Ich habe den nächsten Händler ausfindig gemacht und dieses Mal über Telegram. Und nachdem wir jetzt ein paar Tage schon über WhatsApp weiterschreiben, wurde mir mal als Zeichen der Glaubwürdigkeit deren Website geschickt. Und die sieht sogar halbwegs professionell aus, hat sogar ein deutsches Impressum in der Hildegardstraße 14 in Berlin. Da habe ich mal vorbeigeschaut, da finde ich nichts von der Firma, also nicht so den sonderlich seriösen Eindruck, aber die schreiben weitaus professioneller als alle anderen Händler bisher. Ich habe auch dieses Mal wieder die Daten meines Alias angegeben, Mavi Wielhagen, mit der Unterschrift auf dem weißen Zettel, mit dem Foto und den ganzen Daten, und auch hier wollte man wieder eine Kopie meines Personalausweises haben, wahrscheinlich um den wieder zu nutzen, um andere Kunden anzulocken. Habe ich natürlich nicht gemacht, und nachdem ich vorhin schon die Überweisungsdaten bekommen habe, dieses Mal soll das Geld übrigens auf ein deutsches Konto bei der Deutschen Bank gehen, auch sehr vertrauenswürdig, soll ich heute schon die erste Vorschau meines gefälschten Führerscheins bekommen, und da bin ich doch sehr gespannt, wie der am Ende aussieht. Ich habe die Vorschau meines gefälschten Führerscheins bekommen und ich muss sagen, der sieht wirklich realistisch aus. Die Farben stimmen, das Layout stimmt, die Schriftgröße, die Schriftart stimmt. Es sieht wirklich authentisch aus. Ich habe den Eindruck, wir sind dieses Mal tatsächlich an einen Händler geraten, der wirklich Wort hält. Ich werde jetzt mal versuchen, die zweite Zahlung noch mal zu splitten. Ich habe schon 200 € überwiesen. Jetzt fehlen noch insgesamt 1.300 €. Das Ding kostet nämlich 1,5 insgesamt. Und ich werde mal versuchen, ob sie sich darauf einlassen, dass ich jetzt noch mal 700 € bezahle und dann, wenn ich das Ding erhalten habe, dass ich dann die restlichen 600 € bezahle, damit ich mich nicht direkt über den Tisch ziehen lasse. Ja, und ein paar Stunden später hat man sich umentschieden. Man möchte das doch nicht mehr so machen. Ich soll jetzt sofort ganz schnell die 600 € überweisen, und das hat natürlich in mir alle Alarmglocken schrillen lassen, dass auch das wieder dieselbe Masche ist. Man versucht so viel Geld wie möglich aus dem Opfer rauszuziehen, man wird dann einfach blockiert und man bekommt nie einen Führerschein. Dementsprechend habe ich natürlich Business as usual gemacht, den IP-Logger angewendet, und Überraschung, Überraschung, auch dieser Händler kommt zufälligerweise aus Kamerun. Und ich glaube mittlerweile, dass ich dreimal auf dasselbe Netzwerk reingefallen bin, dass alle drei zur selben Gruppe gehören. Vielleicht wissen die auch gar nicht voneinander, keine Ahnung, aber das Geld ist weg und auch beim Anruf ist wieder niemand rangegangen. Im Anschluss habe ich allen drei Anbietern von TikTok, Instagram und Telegram nochmal ein und dieselbe Nachricht geschrieben, dass ich Journalist aus Deutschland bin, gerne eine Dokumentation über den illegalen Dokumentenverkauf machen würde und einen Blick hinter die Fassade werfen wollen würde. Ich möchte verstehen, wie die Strukturen funktionieren, von wo sie operieren und ob es wirklich so ein großes Callcenter ist, wie ich mir das die ganze Zeit vorstelle. Aber egal, wie ich es probiert habe, ob auf Deutsch, wie wir bislang geschrieben haben, auf Englisch oder sogar auf Französisch, was in den meisten Teilen Kameruns gesprochen wird, am Ende kam immer nur die Frage, wo bleibt das Geld? Noch dreister als die bisherigen Verkäufer ist dieser hier, denn der verkauft gefälschte Führerscheine einfach über seine eigene Website ganz normal im Clearweb. Und auf den zweiten Blick habe ich gesehen, was der noch so alles verkauft. Nicht nur gefälschte Führerscheine aus allen möglichen Ländern, sondern auch Behindertenausweise, Aufenthaltstitel und sogar polizeiliche Führungszeugnisse. Und was im ersten Moment natürlich super abstrus und auch ein bisschen witzig klingt, ist eigentlich nichts anderes als eine ziemlich krasse Straftat. Denn stellt euch mal vor, jemand kauft einen gefälschten Führerschein, brettert damit über die Autobahn, baut einen lebensgefährlichen Unfall, und das alles nur, weil er nie eine Fahrschule von innen gesehen hat. Oder anderes Beispiel, ein verurteilter Sexualstraftäter kauft sich hier ein gefälschtes, cleanes Führungszeugnis und arbeitet dann zukünftig im Kindergarten. Meine Neugier ist geweckt. Ich werde dem Betreiber dieser Website jetzt über sein Kontaktformular mal eine Mail schreiben und fragen, was so ein gefälschter Führerschein kostet. Und ich bin gespannt, ob dieses Mal hier auch wirklich was ankommt, weil wenn man sich schon so eine Mühe gibt mit so einer clean Website, dann sollte man auch zumindest mal was liefern. Es hat nicht lange gedauert, ich habe eine Antwort bekommen und es gibt tatsächlich zwei Optionen. Nummer 1 kostet 590 €, das ist aber scheinbar nichts anderes als eine Plastikkarte, die zu 80% aussieht wie der originale Führerschein, ist aber im Zweifel natürlich bei einer Kontrolle völlig wertlos. Es gibt aber auch noch Option 2 für 1.660 € und angeblich sollen davon die Daten auch beim Bundeskraftfahrtamt eingetragen sein. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, ob das funktioniert, weil ich kann mir nur schwer vorstellen, wie ein Fälscher von offiziellen Dokumenten es schafft, dass die Daten dann auch noch in einem offiziellen Amt hinterlegt sind. Aber ich bin auch jetzt, nachdem ich schon 1.000 € verloren habe, natürlich skeptisch und gehe erstmal auf Nummer sicher und bestelle Option 1, um einfach zu gucken, ob derjenige liefert, und im Zweifel können wir dann Option 2 nochmal nachordern. Ein zweiter Faktor, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dieses Mal auch wirklich ein Führerschein geliefert wird, ist, dass ich keine Fake-Daten angebe. Weil ich sage mir, wenn hier jemand behauptet, dass er wirklich offizielle Daten bei einem Amt angeben kann
kann er vielleicht auch offizielle Daten einsehen und sieht dann, dass es mal wie Wielhage gar nicht gibt. Deswegen verwende ich dieses Mal die Daten einer Mitarbeiterin von uns. Dementsprechend sind die Daten für euch natürlich an dieser Stelle geblurrt. Eine andere Besonderheit bei diesem Händler ist, dass wir nicht per Banküberweisung bezahlen, wie bei den ersten 3 Versuchen, sondern hier geht es über eine Zahlungsplattform namens Wise. Habe ich vorher auch noch nie gehört, funktioniert in etwa scheinbar so wie Western Union. Man bezahlt erstmal auf ein Treuhandskonto, das wird dann wiederum ausgezahlt. Ich soll dieses Mal auch nach Thailand bezahlen, an eine Privatperson und soll angeben beim Verwendungszweck Unterstützung der Familie. Wahrscheinlich wird einfach alles nur genutzt, um diesen Zahlungsverkehr zu verschleiern. Das Ganze dauert auch ein paar Tage. Das heißt, wir müssen jetzt 1-2 Tage warten, bis das Geld da ist. Dann wird produziert, dann wird zugeschickt, angeblich auch per DHL Express. Das heißt, wir können vielleicht dieses Mal sogar alles verfolgen und mal schauen, ob dieses Mal wirklich hier ein Führerschein landet. Ich glaube noch nicht so dran. Es ist circa eine Woche vergangen und ich kann es selbst kaum glauben. Nachdem wir 3-mal gescampt wurden, kam vor ein paar Tagen ein DHL Express Paket an aus Bangkok, Thailand. Und ich würde mal sagen, wir schnacken nicht lange, wir gucken direkt rein. Okay. Das ist kein Führerschein. Das ist eine alte Zeitung auf Französisch. Da hätten sie aber auch gar nichts verschicken müssen. Ah, aha, da ist er reingeklebt. Wahrscheinlich wirklich einfach aus dem Grund, dass man vielleicht das nicht scannen kann, wenn das bei DHL durch die Dinger geht, oder dass man es nicht abtasten kann. What the fuck? Hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Was halt einem sofort auffällt, ist, dass die Schriftarten und Schriftfarben komplett verschieden sind. Sowohl bei Führerschein als auch bei Bundesrepublik Deutschland sieht es halt schon deutlich unterschiedlich aus. Aber ich muss schon sagen, es ist eindrucksvoll, dass sie hier die Details so hinbekommen haben, ne? Mit dieser Autobahn im Hintergrund und dem Reifen. Aber man sieht schon, beim Original ist deutlich mehr Struktur. Das hier ist halt die originale Folie und die hier ist nur aufgeklebt. Beim anderen ist die halt eingearbeitet. Also die Daten haben sie zwar auch an die richtige Stelle gemacht, aber die Schriftart ist halt eine komplett andere und auch deutlich dünner als beim Original. Ja, Unterschrift auch an der richtigen Stelle, das passt, genau wie das Bild, aber man sieht halt schon, dass das irgendwie alles ein bisschen verschwommener alles ist, diese ganzen Details im Hintergrund. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann einen Laien damit täuschen. Glaube ich. Also Freunde, Familie, hier guck mal Mama, Papa, ich habe gelernt, ich habe meinen Führerschein gemacht, jetzt kriege ich mein Auto zum 18. oder so. Aber die Polizei niemals im Leben. Mich würde mal interessieren, ob sowas bei einer Autovermietung durchgeht oder so. Aber wir werden diesen gefälschten Führerschein natürlich nicht im Verkehr gebrauchen und vor allem auch nicht im Rechtsverkehr, denn wir wollen es natürlich nicht mit mittelbarer Falschbeurkundung strafbar machen. Und deswegen werden wir dieses Ding natürlich direkt gleich vernichten. Unser Händler aus Thailand verkauft ja noch eine zweite Option des gefälschten Führerscheins und angeblich sollen davon die Daten sogar beim offiziellen Kraftfahrtbundesamt registriert worden sein. Doch ich frage mich schon die ganze Zeit, wie um Himmels Willen will ein Händler aus Thailand, der einen gefälschten Führerschein verkauft und das Ding dann per DHL Express nach Deutschland schickt, wie will der das hinbekommen, dass die Daten offiziell registriert sind? Genau das habe ich mal das Landeskriminalamt Niedersachsen gefragt. Die Datenmeldung der Fahrerlaubnisbehörde an das Kraftfahrtbundesamt erfolgt nach der Erteilung der Fahrerlaubnis. Die Angabe der Anbieterseite, die gefälschten Dokumente seien im System hinterlegt, ist nicht glaubhaft. Entsprechend würde durch Abfrage im zentralen Fahrerlaubnisregister festgestellt werden können, dass diese dort nicht hinterlegt sind. Polizeiliche Maßnahmen richten sich nach dem konkret vorliegenden Sachverhalt und werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten von den zuständigen Ermittlungsbehörden getroffen. Es wäre beispielsweise ein Verstoß gegen die Fahrerlaubnisverordnung, Erlaubnispflicht und Ausweispflicht für das Führen von Kraftfahrzeugen, das Straßenverkehrsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und/oder Urkundenfälschung zu prüfen. Einfach gesagt heißt das, wenn ein Händler behauptet, die Daten eines gefälschten Führerscheins seien im System hinterlegt, ist das unglaubwürdig. Und wer einen gefälschten Führerschein online kauft oder den sogar benutzt, macht sich strafbar. Und ich sag mal so, das Landeskriminalamt Niedersachsen sollte Recht behalten. Ich habe natürlich probiert, auch die zweite Variante dieses gefälschten Führerscheins zu bekommen für 1.600 € und dieses Mal sollte ich in Form von Gutscheinen bezahlen, in einer Währung namens Jeton Cash. Das ist sowas ähnliches wie Paysafe-Karten. Ja, ich habe die 1.600 € Gutscheine übermittelt und ich sag mal so, seitdem werde ich geghostet. Und ich habe natürlich, um es noch mal gegenzuprüfen, über eine andere E-Mail-Adresse mich als neuen Kunden ausgegeben. Da wird fleißig geantwortet. Da, wo ich 1.600 € verschickt habe, da bekomme ich nicht eine Antwort mehr. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich gescampt wurde.
Ich sag's ganz ehrlich, ich habe hier auf dem Kanal schon die eine oder andere absurde Sache getestet, aber diese gefälschten Führerscheine, das ist ein ganz anderes Level, denn es ist einfach ganz offensichtlicher Betrug und Scam und das für jeden offen zugänglich auf Social Media. Und dass die Betrüger dann auch noch deutsche Bankkonten dafür missbrauchen können, das ist echt das nächste Level. Was denkt ihr, soll ich noch mal probieren, andere Dokumente online zu kaufen? Reisepass, Aufenthaltstitel, vielleicht einen Waffenschein? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und hinterlasst ein Abo, um das nicht zu verpassen. Dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Führerschein Flavor, jedes Jahr angezeigt, Callcenter Geld weg, Deutsche Bank, Peter Schweig, Karte, Hologramm, Kraftfahrt, Bundesamt, Autobahn, Grenzkontrollen, Mavi wird abgefangen. Der Führerschein Flavor, Autobahn Flow, zur Hilfe hast du dir nen Lappen geholt, Jung, schaut auf den Lappen, sag mir jetzt, wer ist straighter, das ist der Führerschein Flavor.